Krypto, das ist so ein Thema, was viele von uns sehr bewegt und sehr interessant finden. Aber die große Frage natürlich, wo muss man Steuern auf Krypto zahlen? Und die Antwort darauf ist, in manchen Ländern gar nichts. Heute werfen wir also einen Blick auf die 10 Länder, die wir als die kryptofreundlichsten Länder aufgelistet haben, wo du niedrige oder sogar gar keine Steuern auf deine Kryptogewinne bezahlen musst. Aber es gilt Vorsicht, denn unterschiedliche Gesetze gelten für Privatpersonen, Investoren und Unternehmen. Hallo Sebastian, erzähl uns ein bisschen mehr dazu. Sehr gerne. Ja, also wie du schon gesagt hast, man muss ganz klar sagen, dass in allen Ländern eigentlich, zumindest fast allen Ländern und auch in den Ländern, die wir jetzt hier gleich aufgelistet haben, lediglich der gelegentliche Verkauf von Krypto durch Privatanleger im Kontext der eigenen Vermögensverwaltung steuerfrei ist, muss man ganz klar sagen. Wenn du hauptberuflich mit Krypto tradest, gewerblich mit Krypto tradest, dann sind diese Einkünfte mit Einkommensteuer zu versteuern. Hier gibt es also eine große Grauzone und am Ende muss jeder selbst wissen, wie er das für sich einschätzt. Ja? Also ich kann dir am Ende nicht sagen, ob du jetzt hauptberuflich hier mit Krypto tradest oder nicht. Das musst du wissen. Ja? Natürlich gibt es dann in den Ländern verschiedene Kriterien, wenn du das also mehrere Stunden lang machst, zum Beispiel am Tag, du hast da 3 Monitore hier vor dir, ist deine Haupteinnahmequelle und so weiter und so fort. Das sind solche Kriterien, ja. Dann wirst du darauf Einkommensteuer bezahlen müssen. Ich kenne viele Mandanten, die lassen es trotzdem drauf ankommen, einfach, weil im Zweifelsfall, wen interessiert es in diesem Land und wer prüft es wirklich nach? Das sind Fragen, die lassen sich nicht so einfach beantworten, ja. Also, nur um es zu sagen, wir sprechen hier von Privatanlegern, die gelegentlich verkaufen. Du musst also ansonsten in ein Land ziehen, wie zum Beispiel die Bahamas, wo es tatsächlich keine Einkommensteuer gibt. Da ist natürlich auch der Kryptohandel komplett steuerfrei in jeder Situation. Hier in den Ländern, die wir sagen, wie gesagt, nochmal, hier geht es um Privatanleger, hier geht es um den Kontext der eigenen Vermögensverwaltung. Hier geht es um gelegentliche Verkäufe. Okay, ich glaube, den Disclaimer haben wir jetzt sehr deutlich gemacht. Macht auch Sinn, aber lasst uns mal mit der Liste loslegen, die wir alphabetisch zusammengestellt haben. Und da fangen wir an mit Georgien. Ganz ehrlich, Sebastian, ich habe mich mit dir mehr über Georgien unterhalten, als ich es vorher in meinem ganzen Leben gemacht habe. Deswegen erzähl uns was. Ich fühle mich so, ich müsste jetzt mal nach Georgien reisen. Erzähl uns was zu Georgien. Ja, Georgien ist tatsächlich sehr interessant. Total. In Georgien gibt es praktisch keine Kryptobesteuerung. Das heißt also, hier kannst du steuerfrei deine Kryptoeinnahmen generieren. Das georgische Finanzministerium hat explizit erklärt, expressis verbis, dass Einzelpersonen in Georgien keine Einkommensteuer auf ihre Einkünfte aus dem Verkauf von Kryptowährungen zahlen müssen. Da die georgische Regierung digitale Währung nicht als aus Georgien stammend ansieht, das heißt Vermögenswerte, die für einen geografischen Standort spezifisch sind, unterliegt Krypto auch nicht der Kapitalertragssteuer. Denn wie gesagt, in Georgien gilt ja Territorialprinzip, das heißt, es werden nur georgische Einkünfte versteuert von Ausländern. Als nächstes auf der Liste haben wir Irland. Erzähl uns was dazu und erzähl uns vor allen Dingen, wo man so ein bisschen den Disclaimer anwenden muss. Auch hier natürlich, Irland gibt den Non-Dom-Status, das heißt, Auslandseinkünfte sind steuerfrei. Hier ist also die Rechtsauffassung allgemein zu Irland, dass entsprechend demnach Kryptoeinkünfte, die keinen Bezug zu Irland haben, das heißt, so wenn es keine irische Kryptobörse oder sonstige Plattform in Irland, bist du fein raus, zahlst du keine Steuern als Ausländer, wenn du den Non-Dom-Status hast. Kannst du natürlich auch die Erträge nicht in Irland ausgeben. Die müssen also im Ausland bleiben. Das fand ich ganz wichtig, dass man keine irischen Börsen oder Plattformen benutzen darf in diesem Zusammenhang. Genau. Lass uns So weiter reden über Malaysia. Also, in Malaysia werden Kryptowährungen von der malaysischen Regierung weder als Kapitalvermögen noch gesetzliches Zahlungsmittel angesehen. Somit sind Kryptotransaktionen für Privatanleger komplett steuerfrei. Auch hier natürlich wieder die Betonung,
Privatanleger gelegentlich und so weiter und so fort. Lass uns weitermachen mit Malta. Malta, ein Land, über das wir uns sehr, sehr oft unterhalten, wenn es um steuerlich attraktives Leben geht. Genau, Malta ist ja auch, wird ja auch als Blockchain Island benannt. Hier gibt es jetzt verschiedene, sage ich jetzt mal, Theorien, warum dort Kryptotransaktionen steuerfrei sind. Zum einen mal sind eben Kryptowährungen als Wertaufbewahrungsmittel und Tauschmittel anerkannt. Das heißt, es gibt also keine Kapitalertragssteuer auf langfristige Kryptogewinne zu zahlen, solange sie eben als Wertaufbewahrungsmittel, sage ich jetzt mal, verwendet wurden, wie eben auch andere, sage ich mal, Kapitalanlagen. Ja. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Argumentation ist natürlich ähnlich wie in Irland, der Non-Dom-Status. Alles, was hier keine Berührungspunkte hat zu Malta, keine Börsen, keine Exchanges und so weiter, heißt, dass die Erträge steuerfrei sind, dürfen aber nicht ins Land eingebracht werden. Portugal ist als nächstes auf der Liste. Was kannst du uns zur Besteuerung von Kryptoerträgen in Portugal erzählen? Na, Portugal war ja früher extrem interessant. Es war sozusagen das Kryptoparadies, was schlicht und ergreifend daran lag, dass es nicht reguliert war. Viele sind dort deswegen hingezogen, hat mit dem NAR-Status, den es ja auch in Portugal gibt, nichts zu tun. Ja, okay. Nur um das zu sagen. Aber seit 2023 gibt es eben leider in Portugal ein Gesetz zur Besteuerung von Krypto und man muss also hier 28% Steuern bezahlen bei Verkäufen. Allerdings, Portugal hat beschlossen, Transaktionen zwischen Kryptowährungen nicht zu besteuern. Erst beim Wechsel in Fiat ist also die Kapitalertragssteuer zu bezahlen. Das Land hat auch eine vollständige Steuerbefreiung, solange eine einjährige Nachfrist eingehalten wird. Das ist genau das Gleiche wie in Deutschland. Ja. Du kannst also nun Folgendes machen. Du kannst also hier dann hin und her traden, erfolgreich. Und sobald du dann sagst, okay, jetzt will ich im Grunde mal hier was abziehen, kannst du dann einfach letztlich die Erträge in eine Stablecoin verschieben und dann wartest du einfach, bis das ein Jahr abgelaufen ist und dann kannst du dir nach Portugal auszahlen. Du bringst da einen sehr, sehr interessanten Punkt auf, dass das lange Zeit in Portugal unreguliert war und jetzt wurde so ein bisschen nachgeholt, was die Regulierung angeht. Grundsätzlich ist ja Krypto ein relativ neues Finanzmittel, mit dem sich viele Leute noch gar nicht auskennen, mit dem sich auch viele Regulierungsbehörden noch gar nicht auskennen. Muss man denn grundsätzlich erwarten, dass in der Zukunft diese Regularien einfach strenger angezogen werden, weil natürlich mehr und mehr Finanzbehörden sagen, Moment mal, das ist eine riesige Einnahmequelle für uns und eigentlich sollten wir davon auch profitieren? Oder ist das was, wo du so ein bisschen sagst, naja gut, okay, das kann für eine Zeit lang noch so ein bisschen ein lawless space sein? Also ich stimme dir hundertprozentig zu. Einer der Gründe, warum eben es so viele, sage ich jetzt mal, Steuervorteile oder angebliche Steuervorteile gibt, ist schlicht und ergreifend ein Mangel an Regulierung. Ja. Wie gesagt, es gibt ja etliche Länder, wo das genauso ist wie in Portugal. Ich glaube, dass dort immer mehr hier letztlich die Besteuerung angezogen wird. Ich glaube auch, dass es irgendwann einen europäischen Standard geben wird. Also man muss da sehr genau letztlich ein Auge drauf haben. Da ist sehr viel Bewegung in diesem Bereich. Dieses Video wird wahrscheinlich nicht sehr lange aktuell sein. Ja? Also da muss man tatsächlich sehr auf der Hut sein und immer sich mit den neuesten Informationen versorgen. Also wir könnten so ein Video im Grunde machen alle 6 Monate. Ja. Aber das ist so der klassische Fall, wo einfach der Finanzmarkt so weit der Regulierungsbehörde voraus ist, die werden einfach immer hinterherhinken. Und selbst wenn man das Krypto reguliert bekommt, dann wird es ein neues Finanzinstrument geben und da wird es dann genauso sein. Also das sehen wir bei verschiedenen oder haben wir bei verschiedenen Instrumenten gesehen. Lass uns zu dieser Liste weiterkommen. Und zwar auf der Liste ist als nächstes die Schweiz aufgeführt. Genau, die Schweiz ist ja international Vorreiter in Europa sowieso, wenn es um Blockchain und Kryptotechnologien geht. Ich meine, da gibt es ja dieses sogenannte Crypto Valley im Kanton Zug. Mehr als 900 Kryptounternehmen sind dort angesiedelt. Ja, also ein ganz wichtiger Punkt hier, auch was die Zukunftsplanung und zukünftige Entwicklung der Schweiz anbelangt. In der Schweiz sind ja zum Beispiel auch der Verkauf von Aktien steuerfrei. Das Gleiche ist auch hier gilt für Kryptos auch. Das heißt also, wenn du Kryptos verkaufst, dann fällt hier keine Steuer an, genauso wenig beim Verkauf von Aktien hier in Steuer anfallen. Allerdings, die Schweizer Steuerbehörden sind da sehr genau, was hier die Bestimmung anbelangt, wann ist es genau professionell, da muss man Einkommensteuer zahlen und wann ist es eben nur gelegentlich. Und da muss man schon aufpassen, denn da ist zum Beispiel die Tatsache, da reicht schon aus, dass du letztlich mehr mit Krypto verdienst als mit deinem Gehalt
dass es letztlich nicht mehr als privat gilt. Ja, also das heißt, ja, es ist schon gut mit der Schweiz, aber es ist so ein zweischneidiges Schwert, vor allen Dingen, wenn du jetzt große Beträge hier in Krypto hast. Als nächstes auf der Liste haben wir Singapur. Erzähl uns ein bisschen was zu der Situation, die uns in Singapur konfrontiert. Singapur ganz ähnlich wie die Schweiz. Also es ist natürlich ein sehr interessantes Land hier mit sehr hohem Wohlstand, hoher Lebensqualität. Wir hatten ja vorhin schon über Singapur gesprochen. Es gilt hier etwas Ähnliches, was auch in der Schweiz gibt. Also auch wenn du jetzt Aktien privat verkaufst, gibt es hier keine Kapitalertragssteuer. Analog wird es auch mit Kryptowährung gehandhabt. Ja, das heißt auch hier natürlich keine Steuern beim Verkauf von Kryptowährungen. Okay. Als nächstes auf der Liste haben wir Spanien, was natürlich ein Traumziel für viele unserer Zuschauer und Zuhörer ist. Erzähl uns ein bisschen, wie die Kryptosituation dort ist. Genau, in Spanien gibt es ja den steuerlichen Sonderstatus Beckham Law, der gilt für 5 bis 6 Jahre, dann sind ausländische, nicht spanische Einkünfte dort komplett steuerfrei. Und das gilt auch für Krypto, wenn diese nicht in Spanien getradet werden. Das heißt also, wenn du jetzt keine Börse verwendest, zum Beispiel in Spanien, keine andere Plattform in Spanien, dann kannst du davon ausgehen, dass du unter der Annahme, dass du das Beckham Law hast, keine Steuern auf die Kryptoeinnahmen bezahlen musst. Jetzt als nächstes auf der Liste Thailand. Ich denke viel über Thailand nach, jetzt wo ich hier in Deutschland sitze und es gefühlt seit 5 Monaten nur regnet. Obwohl ich glaube, es sind angeblich, das Radio sagt, gibt uns jeden Tag so ein Update, es regnet seit so und so vielen Tagen. Ich glaube, es sind 3,5 Wochen mittlerweile. Erzähl uns was zu Thailand und warum Thailand attraktiv ist, wenn man über Krypto nachdenkt. Genau, Thailand natürlich auch so ein Traumziel für viele, ja. Weiße Strände, schönes Leben, gutes Essen, günstig. Also ganz klar, Thailand hat grundsätzlich wie viele andere Länder auch eine Situation, dass ausländische Einkünfte steuerfrei sind. In Thailand gibt es so ein bisschen einen Sonderstatus, ein bisschen einen Sonderfall. Man muss nämlich in Thailand beachten, dass man letztlich diese Auslandseinkünfte in dem Jahr, wo sie verdient werden, nicht nach Thailand eingeführt oder da benutzt werden, sonst müssen da versteuert werden, sondern im Grunde genommen muss man das erst im Folgejahr machen. Interessanterweise gleiche Regelung gibt es auch in Malta im Übrigen. Ja, ganz interessant. Ja, also das heißt konkret, heute 2023, ich verkaufe meine Kryptos mit einem hohen Profit, dann muss ich die erstmal auf ein Auslandskonto parken, die Erträge. Und dann kann ich die 2024 nach Thailand überweisen, in Thailand verwenden, in Thailand ausgeben und dann ist es komplett steuerfrei. Tue ich das schon in diesem Jahr, muss ich sie in Thailand versteuern, diese Erträge. Als letztes auf der Liste haben wir die Vereinigten Arabischen Emirate. Genau, hier ist natürlich die Antwort relativ klar. Es gibt keine Einkommensteuer, es gibt keine Kapitalertragssteuer. Also hier kannst du im Grunde machen, was du willst und musst auf die Erträge keine Steuern bezahlen. Jetzt wie immer am Ende unserer Videos die Frage, wie kannst du Mandanten dabei unterstützen, wenn sie im Ausland in einem dieser Länder wohnen oder in einem anderen Land und doch privat ganz nett verdienen, wenn sie mit Krypto traden? Genau, wir haben sehr viele Mandanten, die mit Kryptos traden und für viele ist ja genau die Situation, was kann ich jetzt machen? Vielleicht sagt man sich, ich habe jetzt mir einen großen Pile an Kryptos aufgebaut, möchte die verkaufen, in Fiat jetzt umwandeln. Was muss ich jetzt machen? Fällt Wegzugsteuer an? Kann ich die einfach so mitnehmen? Wo soll ich hinziehen? Wo soll ich sie verkaufen? Wir haben da sehr viel Erfahrung damit. Einige Länder haben wir dir jetzt schon gesagt. Es gibt natürlich dann auch noch andere Regelungen in anderen Ländern, die ebenso interessant sind. Also, ich würde dir raten, buch ein Beratungsgespräch, stell uns dein Auslandsvorhaben vor, erzähl uns ein bisschen mehr zu deinen Kryptoeinkünften. Ich bin fast sicher, dass wir hier in Zusammenarbeit mit unseren ausländischen Kollegen, Steuerberatern, Rechtsanwälten in vielen Ländern eine passende Lösung für dich finden können, gesamtheitlich, die deine gesamte Lebenssituation und Einkommenssituation und Vermögenssituation abdeckt. Super, Sebastian. Vielen, vielen Dank und bis bald. Und der kommt dann und holt einfach unsere Kisten. Das ist also relativ überschaubar und das Haus ist auch, war also möbliert und grundsätzlich mit allem ausgestattet. Also wir können hier auch ohne unsere Sachen leben, was die Sache so ein bisschen einfacher macht, weil wir tatsächlich nicht, also weißt du, wir müssen nicht packen und gleichzeitig noch hier leben, sondern wir können tatsächlich all unser Zeug packen und trotzdem noch ohne Probleme hier leben. Das geht also. Das sage ich jetzt. In der Woche bin ich wahrscheinlich mit den Nerven vollkommen am Ende. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor?
zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.